Ja, einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Letzter Tag im Jahr. Ich muss mal hier ein bisschen Platz schaffen, denn wir gucken in das große Blatt für den Januar, fürs nächste Jahr. Ich hoffe, ihr habt heute alle einen schönen Silvestertag und feiert heute Abend, was das Zeug hält, wie auch immer ihr das macht. Ich hatte es die meisten Jahre verschlafen. Ja, was steht im Januar an? Wir haben hier schicksalshafte Wege, fängt ja schon wieder gut an. Möglichkeit, dass irgendetwas in Fahrt kommt, wo so ein bisschen ein Thema dahinter steckt. Ne? Wir haben das Kreuz im Haus des Klees, das ist auch sehr erleichternd am Ende. Aber es ist halt so eine Option, die man nutzt oder die man nutzen muss. Ich denke, das kommt ja auch sehr zeitig auf uns zu, also gleich zu Beginn. Man muss eine Entscheidung treffen, man findet Wege. Es kann ja sein, dass es auch hier aus einer langen Verstrickung rausgeht und dass es so ein bisschen mit Konflikten verbunden ist. Der Konflikt, der hier liegt, der kommt aus dem Umfeld, das haben wir nicht selbst gemacht, ne? Aber das hat ja auch einen riesen Lernfaktor drin. Denn es geht hier um irgendwie eine seelische Blockade, die man hier so mitschleppt, auch um eine Verstrickung, vielleicht auch mit dem Selbstwertgefühl, mit dem Thema Geld, mit etwas, was ja so verbindlich mit einem gelebt hat. Kann natürlich ja auch aus dem Beziehungskreis kommen oder aus Themen, die mit Verbindungen, Verbindlichkeiten, Verträgen jeglicher Art zu tun haben. Und es wird hier etwas in Gang kommen, was vielleicht auch stagniert hat oder ja, wo ihr immer wieder gewisse Hindernisse hattet. Wir, ich sage immer ihr. Das ist hier eigentlich so, wie ich es mir dachte. Es geht hier darum, gleich im Januar ein neues Kapitel anzufangen. Hier liegt ja im Haus des Neubeginns das Buch drin. Ja. Es kann hier knattern und vielleicht echt Zündstoff da liegen. Wir gucken hier direkt rein, aber am Ende ist das sehr heilsam. Ne? Irgendein großer Knoten wird gelöst. Wer mag schon Konflikte? Das kann ja auch sein, dass man sich streitbar macht, ne? Dass man einfach sagt, das lasse ich so nicht stehen, das lasse ich so nicht mit mir machen, hier ist meine gute Grenze. Und es kann ja um alle Themen aus dem Umfeld gehen oder aber auch um Familienmitglieder. Und es kann ja sehr plötzlich kommen und unerwartet. Es wirkt sehr klärend, es macht wieder etwas Neues frei. Was schön ist, hier liegt gleich auch in der Mitte des Herzens, des Kartenblatt, also das Herz, eine Überraschung drin. Das heißt, hier gibt es möglicherweise überraschende Wenden, etwas kommt in Fahrt, mit dem man so nicht gerechnet hat. Das ist eine gute Überraschung, die liegt hier auch beim Beruf, bei der Persönlichkeit, bei all den Neubeginnen. Und sieht hier wirklich wunderbar aus. Es kann ja auch mit einem Gegenüber zu tun haben, dass sich da für euch beide etwas gut wendet, wo ihr im Außen Konflikte mit hattet oder auch wieder, ich sage ja Familienthemen, ne? Hier finden sehr viele Gespräche statt, die einen zurückbringen in die Harmonie, ja? Die
Gespräche können jetzt innerhalb der Family tatsächlich so sein, dass man unerwartet ja, wie soll ich das nennen, mit Situationen rechnen kann, wo man sich einfach uneins ist, wo man sich zusammentun muss und dann durch muss. Aber am Ende wirkt es hier sehr harmonisierend für alles. Bringt dir hier eine neue Wurzel mit gleich im Januar. Ein beständigeres Feld für irgendein Thema kann ja auch mit deinem Gegenüber zu tun haben. Die Berufskarte, die liegt hier im Hause des Fuchses drin, hier mit einer überraschenden Wende und einer Möglichkeit, irgendwo was neu zu generieren. Das kann sein, dass man sich für oder gegen etwas entscheidet, ein Angebot, oder das auch hier ja, so eine Qualität hat, wo du nicht mit gerechnet hast, dass sich das auftut. Aber es liegt sehr schön. Du kannst dich da dann mehr zeigen oder egal welches berufliche Thema du hier hast, mit überraschenden Wenden rechnen. Ich muss die Kamera verstellen, ihr seht es nicht richtig. So, jetzt. Wir haben hier auch so eine Wachstumsphase für alle, die verpartnert sind oder mit Partnerschaften in Partnerschaften zusammenleben. Ne? Da wird sich so ein bisschen was anbahnen. Ich weiß nicht, wir hatten das, glaube ich, irgendwann im Dezember schon mal, dass man so zusammenhaltet oder zusammenhalten muss. Das sind so Dinge, da geht man gemeinsam durch. Und am Ende dient es dann allen. Ne? Man kommuniziert, man hat einen Konflikt, man klärt auf, aber es ist sehr reinigend. Es kann ja auch sein, dass das Liebesthema an sich hinterfragt wird, denn ich habe hier im Haus der Liebe den Fuchs drin liegen. Also es heißt schon auch, man hinterfragt, die Liebeskarte selber liegt im Hause des Schicksals. In der Korrespondenz geht es hier auch um Umbrüche, um Dinge, die dir vielleicht am Herzen liegen. Wir können Mutterthemen auch eine Rolle spielen, die hier zu Konflikten sorgen. Für Konflikte sorgen, sorry. Und trotzdem, ne, das Karma-Kreuz liegt im Hause des Glés, es spiegelt sich mit den Sternen im Haus der Sonne. Egal, was es für ein Konflikt, für eine Schwierigkeit, für einen Schatten auch sein wird, es führt auf jeden Fall zu Veränderungen, die einen wieder auf den Weg bringen. Ne? Zueinander auch, denn wir haben hier auch die Umbrüche im Beziehungsleben. Das heißt, man gestaltet irgendetwas anderes. Man kann hier ein bisschen runterfahren. Man spürt vielleicht die Leidenschaft auch wieder mehr zu seinem Gegenüber. Was ich hier aber auch sehe, ist, dass sich hier tatsächlich auch Dritte ins Liebesleben einmischen können. Das kann aus eurem Umfeld kommen oder tatsächlich, dass man in so eine Situation kommt, wo man jemanden trifft, der einen sehr anziehend findet oder andersrum, und dass hier daraus Konflikte entstehen. Das ist ein kollektives Blatt. Ich sage einfach, das, was ich sehe, inwieweit es jeden betrifft, kann ich nicht abschätzen. Am Ende geht es auch so ein bisschen darum, so einen giftigen Stachel zu lösen, zu wachsen, Wachstum zu erfahren, persönliches Wachstum, auch Wissen, an das man hier sehr schnell kommt. Erfahrung, ja, Erfahrungswerte sind es. Okay, dann können wir in unserem eigenen Haus irgendwo ein Schwert niederlegen. Im Haus des Berufes haben wir die Bärkarte drin. Auch hier ist so ein bisschen Konfliktpotenzial in der Spiegelung, falls du einen Vorgesetzten hast. Der ein oder andere kann hier über das Thema Arbeit auch eine Person kennenlernen, die ihr Herz ein bisschen aufgehen lässt.
Man entdeckt vielleicht hier auch wieder die Liebe und die Leidenschaft zu seinem eigenen Tun. Und so Themen, die, ich sag mal, Unsicherheit mit einherbringen, die werden sich hier beenden. Also hier schleicht sich so ein Gefühl der Sicherheit ein, aber das muss man hier ein bisschen erkämpfen. Also geschenkt wird uns hier nichts. Ich gucke gerade noch mal drüber. Die Finanzen liegen hier im Hause der Wolken drin. Im Haus der Finanzen liegen die Vögel. Hier kann schon sein, dass man irgendwelche finanziellen Themen klären muss, darf. Gibt es ja immer mal wieder. Hat meistens auch nichts mit uns zu tun oder mit unserer Arbeit, sondern es gibt halt irgendetwas aus dem finanziellen Bereich, das Klärungsbedarf braucht oder wo es stockt oder wo man was hinterfragen muss. An sich liegen die Finanzen hier mit den Blumen und im Schiff mit dem Weiterkommen. Also es kann sein, dass es nur so eine stockende Energie ist. Okay, ihr Lieben. Hier liegen Veränderungen, die auch ein bisschen das Gefühlsleben betreffen. Ne? Man kommt hier über einen gewissen Punkt drüber, der aber erstmal durch einen Konflikt aufgezeigt wird. Ne? Der Konflikt kommt aus dem Umfeld, aus dem näheren Umfeld. Und ich sagte ja, am Ende ist es sehr genesend für alle und bringt neuen Boden, neues Wachstum. Und lässt auch so bestimmte Zweifel oder Blockaden zerbersten. Das ist schon mal gut. Dann schauen wir noch eine Karte hier. Also die Wege, die hier entstehen oder das, was hier Fahrt aufnimmt, hat gleich zu Anfang auch die Zahlenqualität der 2. Ja? Und da lässt man wieder erfolgreich etwas manifestieren, entstehen. Man strebt aufwärts und beginnt. Und das passt ja zum Jahresanfang relativ gut. Und es wird hier mit Veränderungen auf der Beziehungsebene, auf der verbindlichen Ebene, auf der vertraglichen Ebene für einige von uns einhergehen, denn wir haben den Ring in der Korrespondenz und den Klee. Also das ist so, dass wir hier vielleicht auch nur, wie nennt sich das, man lässt eines weg und man nimmt etwas anderes hinzu. Ich hatte hier gesagt, wir haben so Wachstumsqualitäten, auch im Beziehungsbereich. Und wir haben hier den Hüter des Sommers für das große Blatt, für den Dezember, fürs Kollektiv. Und da geht es tatsächlich um das Thema Wachstum. Ja, und bei der Energie des Sommers geht es auch darum, dass wir uns nicht zurücklehnen und abwarten, was wir ja alle gern würden. Aber es ist schon so ein bisschen mehr Konfrontation und Vorwärtsstreben, so wie es die 2 auch sagt. Ne? Man geht nach vorne, man lässt etwas Neues entstehen. Das findet aber nicht auf der Ruhebank statt. Also da ist schon ein bisschen Arbeit damit verbunden, aber die Mühen werden sich hier auszahlen. Gefühle nicht unterdrücken, damit man sich nachher nicht ausgelaugt fühlt. Und es ist auch nicht die Zeit, sich vorrangig um andere zu kümmern, sondern seine Ziele zu verfolgen, seine Dinge zu pflegen. Und später, die Ernte kommt später, wird man dann froh sein, dass man so gehandelt hat. Hier geht es einfach darum, um die Qualität der Energie des Sommers und da haben wir einfach viel Energie, Tatkraft und die Sonne scheint, ne? Und bringt uns gute Bedingungen für unsere Saat. Okay,
mit Hingabe arbeiten, sich nicht zurückhalten, mutig voranzuschreiten, um später die Ernte einzufahren. Da wird hier schon im Dezember gesagt, deine Anstrengungen werden mit Fülle, Überfluss und Schönheit belohnt. Feiere und genieße die Früchte deiner Arbeit. Dann hören wir noch auf die Botschaft des Engels. Ja, werd mal ganz leise, dein Herz hat ja was zu sagen. Also höre auch immer wieder auf deine innere Stimme. Hier hat der kleine Engel Kopfhörer auf, dass er vom Außen ein bisschen abgedämpft ist und sich selber zuhört und mit sich selber verbunden ist. Also sich auch die Zeit zu nehmen für Ruhepausen, für Phasen, in denen man aus diesen konfliktreichen Themen raus kann. Wir liegen im Hause des Wachstums, im Haus des Mannes liegt das Wachstum drin. Wir haben den Hüter des Sommers, also rechnet mit einem Monat, wo eben diese Themen, ja, wir korrespondieren auch noch mit dem Wachstum, wo hier viel in diesem Bereich stattfindet. Ihr Lieben, ich wünsche euch jetzt eine wunderbare Zeit heute, einen schönen Silvesterabend, einen guten Rutsch, kommt gut rein und bis morgen.